Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Eine Nachricht aus meinem Herzen will zu dir. Ich bin umgezogen mit meinem Mann in die tiefe Natur, in 2 kleine Holzhütten und ganz viel Natur herum, Stille und die Energie, die sofort jeden wieder in seine Balance und sein Inneres hineinbringt. Ist es nicht so, wenn wir in die Natur gehen, balanciert sich alles aus. Und genau das ist auch gleich etwas, was ganz wesentlich ist, wenn du in Herausforderungen gerade drinnen lebst. Dann sind diese Herausforderungen das alte System, was rebelliert, in dir anfängt zusammenzubrechen, aufzubrechen, anders hantiert werden zu wollen. Und das alte System ist das System in dir, wo du deinem eigenen Verstand anstatt deiner Natürlichkeit, deinem Herzen, deiner Angebundenheit folgst, beziehungsweise die Strukturen im Drumherum, die aus dem Verstand geschaffen sind, unsere Society, das Ganze, was wir aufgebaut haben auf der Erde, ist vorwiegend aus dem Verstand, damit aus dem Alten. Ja? Und all das ist dich herausfordern, damit du es erkennst und loslässt. Loslässt insofern, als dass du in deine Natürlichkeit hineinrutscht, in deine Anbindung, in dein Herz. Dein Herz hört und dein Herz ist das, wo du spürst, dass deine Begeisterung liegt, deine Freude liegt, deine Energie liegt, deine Lebendigkeit liegt, dein Sprudeln liegt. Ja. Die Strukturen von außen sind, dass ich für Geld arbeite, was mir überhaupt keinen Spaß macht, dass ich die Natur ausbeute, die ganzen Strukturen, die ganze Art und Weise, wie die Regierung funktioniert und all diese ganzen Sachen. Und es ist jetzt an der Zeit zu erkennen, was da gespielt wird in dir, denn alles ist eine Reflexion deines eigenen Bewusstseins. Und wenn du mir hier zuhörst und dem Frequenzbereich, den ich aus meinem Inneren heraus abdecke oder wo von mir die Dinge durch mich hindurchkommen, aus meinem Inneren, aus meiner inneren Stimme, aus meiner Angebundenheit, aus meinem eigentlichen Sein, da ist es so, dass viele Menschen ausbrechen, aufbrechen. Und überall auf der Erde passiert das. Welche sind schon viel früher aufgebrochen. Mein Aufbruch aus den Strukturen davor rein jetzt in diese Natur und wo ich bin, ist eindeutig in eine 5. Dimension, weil hier war absolut nichts mehr mit dem Verstand greifbar. Vor 2 Wochen und 2 Tagen hatte ich keine Ahnung, dass wir hierher ziehen würden. Und ich bin sofort gefolgt dem Inneren und habe das einfach blind gemacht. Und auch mein Mann ist blind gefolgt. Der Verstand hat nichts verstehen können. Nichts. Und das ist wie ein Portal. Du gehst durch das Unknown, durch das Nichtwissen hindurch. Aber das Herz weiß. Und was passiert ist, was du nicht greifen kannst, Magie pur. Es kann schöner nicht sein. Du kannst an diesen Ort nicht kommen, wo alles aufblüht mit dem Verstand. Du musst loslassen. Ich muss sagen, natürlich, 2019 habe ich ja schon alles losgelassen in Europa und bin mit meinem Mann nach Asien aufgebrochen. Und wir haben alles, was wir damals gehabt haben, zum Teil verkauft und dann auch großzügig alles verschenkt. Alles losgelassen. Es ist nicht es sind
ein Koffer mitgekommen nach Asien. Der Rest ist weg gewesen. Und in dem Prozess, diesem fantastischen Prozess des Wandels im Bewusstsein, rein in die 5. Dimension raus, aus der 3. Dimension über die 4. Dimension, die schon mit Manifestieren und Dingen von innen verändern im Außen zu tun hat, rein in die 5. Dimension, die wirklich dem Wissen in uns zu folgen, ohne dass man irgendetwas versteht, ist. Wo wir ganz dem Herzen folgen, wo wir gefragt sind, jede einzelne Sekunde selbstverständlich von innen zu erschaffen, wie wir das brauchen, aber aus der Anbindung nicht an unsere Rolle und unsere Identifikation, die wir hier auf der Erde haben, sondern aus der Identifikation unseres göttlichen Bewusstseins, unseres multidimensionalen Wesens, unseres unsterblichen Wesens, unserer unsterblichen Energie. Egal, wo du jetzt in deinem Leben stehst du in irgendeiner Form irgendwo an einem Punkt auf diesem Weg, zu erkennen, was ist das alte System, wie habe ich funktioniert. Altes System bedeutet altes Bewusstsein. Es ist ein Bewusstsein zum Beispiel, dass das alles so, dass ich allem außen zu folgen habe, dass ich mich um Außen kümmern muss, ja, um Sicherheit zum Beispiel zu bekommen oder solche Geschichten. 4. Dimension komme ich hinein und merke, okay, ja, es ist nicht außen, es ist innen die Realität. Wenn ich in mir anfange, Dinge zu erleben, zu fühlen, zu manifestieren, passieren sie zeitverschoben im Außen. Das Außen hat was mit mir zu tun. Das Außen ist nicht getrennt von mir. Das Außen ist eigentlich innen. Und dann geht es weiter, dass das Wissen, was in jedem einzelnen Menschen ist, was in mir aufgewacht ist 2006 in dieser tiefen Meditation oder womit ich verbunden wurde, dass wir in dieses tiefe Wissen in uns anfangen, rein zu sinken. Das Wissen in uns ist die 5. Dimension, ist die Intuition. Wir funktionieren über die Intuition in uns. Es ist die Intuition in deinem Inneren, die dich verbindet zu dem wissenden Anteil in dir. Hier werden wir frei. Hier entstehen ganz von alleine die Dinge, die wir schöner nicht uns vorstellen können. Die können wir uns gar nicht vorstellen, in der Schönheit und Dimension und in der Perfektion, wie sie zu uns gehört. Das Leben ist hier, dass wir wahrnehmen und sehen die gigantische Liebe, die gigantische Fürsorge, das gigantische Getragensein, was permanent immer ja schon da war, nur in unserem Bewusstsein, durch das Benutzen von Verstand, haben wir uns, unser eigentliches Wesen und die Fähigkeiten und auch das Getragensein und die Liebe vollkommen nicht mehr wahrgenommen und nicht mehr gesehen. Aber es ist immer da und immer da gewesen. Es ist nur verschattet, nur zugedeckt, nur abgedeckt. Die Vollkommenheit liegt in diesem unsterblichen, ungetrennten Teil in dir. Er ist immer da. Er ist nur zugedeckt, mehr nicht. Und dieser Gang in dir selber wandelt nicht nur dein Leben, wandelt das ganze Leben drumherum. Und es ist unfassbar entscheidend, dass du lernst, dass wir in diesem Prozess lernen, die Angst zu durchschauen und der Angst nicht mehr zu folgen. Es gibt keine Angst in dem wissenden Anteil in uns. Es gibt nur Sicherheit, nur Wissen, nur Liebe, nur Fürsorge, nur getragen werden. Alles andere ist die Manipulation vom Verstand. Das ist etwas, wenn wir das anfangen zu erleben, zu sehen und in der Praxis zu fühlen. Und ich habe die vollkommene Frequenz davon, denn ich lebe es. Ich lebe, was ich sage. Ich rede nicht irgendetwas.
Auch wenn meine Worte, ich habe keine Ahnung, was durch mich hindurchkommt, aus der Angebundenheit zu dir kommt, weil das jetzt genau das ist, was deine Seele braucht, wo du die Verbindung genau zu mir, zu meiner Frequenz hast und mir zuhörst hier in den Videos. Dabei möchte ich dir auch einmal sagen, wie wunderschön es ist, denn ich bin ja dafür da, dir diese Sachen zu sagen, dich daran zu erinnern an dich und dass du mich hörst und dich erinnerst. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Es gibt keinen einzigen Grund in irgendeiner Form, in irgendetwas Angebotenes, Negatives, was dir in irgendeiner Situation von außen angereicht wird, einzutauchen. Es sind Angebote an deinen Verstand. Dein Verstand wird vergnüglich darauf eingehen wollen. Und es geht darum zu erkennen, nein, ich spiele nicht mit. Ich muss mit der Angst nicht mitgehen. Am 15. startet der entscheidende Kurs, wie du das lernen kannst auf Spendenbasis. Alles dazu ist hier unter diesem Video zu finden. Das ist wesentlich, denn es kommt genau für dich, um dich jetzt, wenn du das brauchst, zu unterstützen, um diesen Prozess leicht gehen zu können. Es ist in dir vorhanden. Das schönste Leben, die größte Leichtigkeit in dir und um dich herum warten darauf, von dir befreit zu werden. Es wartet darauf, dass du in dir das Alte abbrichst und loslässt und das Neue zulässt. Die neue Erde in dir zulässt, die schon da ist. Das ist wesentlich. Jeder Einzelne ist das Zentrum in seinem Universum und hat sein Universum, was er selbst von innen erschaffen hat. Selbstverständlich, wenn wir kollektiv angebunden sind, erschaffen wir auch vieles gemeinsam. Aber wir können da aussteigen. Es gibt, wie ich immer wieder sage, nicht eine Realität, sondern sehr viele Parallelwelten gleichzeitig. Und wir wechseln selber auch am Tag hin und her. Sind wir in der Angst vom Verstand, sind wir auf einer anderen Timeline und Parallelwelt, wie wenn wir in der Sicherheit unserer Intuition drinnen sind. Es sind zwei verschiedene Welten, Timelines und Zukunften, die wir in dem Moment erschaffen. Und es geht hin und her und hin und her. Und wenn du mitten in diesem Prozess bist, weißt du auch, wie sich das Neue schon teilweise anfühlt und wie es sich in dir entfaltet und dann haut es dich wieder in die Pfanne und ins Alte. Und es geht darum zu wissen, die Turbulenzen, die du durchmachst in deinem eigenen Bewusstsein, sind in der Praxis das Erkennen mehr und mehr, dich auf den Teil in dir zu stellen, wo du spürst, du wirst getragen, geliebt und unterstützt. Ich kann dir nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, die Liebe, die dich unterstützt auf deinem Weg, von dem göttlichen Bewusstsein, was alles ist, oder dem Quellbewusstsein, oder wie immer du das nennst, ist unfassbar stark. Wenn wir die nützen, wenn wir das anfangen zu fühlen, zu erleben, geht es richtig los. Und ich meine, ich sage es immer wieder, aber ich sage es jetzt auch nochmal. Was kannst du für deine Atmung, die lebensnotwendig ist? Was kannst du dafür, dass deine Organe funktionieren, die lebensnotwendig sind? Was kannst du dafür, dass dein Herz funktioniert und der Blutkreislauf durch deinen Körper hindurchgeht? Was kannst du dafür, dass du trinken und essen kannst mit deinem Mund? Was kannst du dafür, für diese Dinge, die grundlegend sind für dein Leben? Warum nicht loslassen und vertrauen? Warum nicht aufmachen für die Weisheit in dir und lebend, erfahrend, spürend gehen? Warum nicht zulassen, lieber Fehler zu machen, aber zu gehen, anstatt in einer vermeintlichen
Sicherheit vom Verstand im Gefängnis zu sitzen und nicht zu können. In diesem Sinne, all meine Liebe, die durch mich hindurchkommt aus einer anderen Dimension, sende ich zu dir. Hänge die Angst und den Verstand an den Nagel, benütze ihn da, wo es sinnvoll ist, wie Namen merken und so weiter. Aber verwende für das, was du willst, das Organ in dir, was die Zukunft von dir kennt, dein Herz. Alles Liebe zu dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.